Dear Father, in Jesus' name, Lieber Vater, im Namen Jesu, once again we invite your presence in our class bitten wir erneut um deine Gegenwart hier, as we look at another condition that has taken many lives. wenn wir uns jetzt eine Krankheit anschauen wollen, die viele das Leben kostet. And we just ask that you give us understanding how we can help others to prevent this sickness Und wir bitten dich um Verständnis, wie wir anderen helfen können, diese Krankheit zu and vermeiden even overcome by your grace. oder durch deine Gnade zu überwinden. In Jesus' name we pray. Wir bitten im Namen Jesu. Amen. Amen. We're going to look at one more disease here, Wir schauen uns noch eine letzte Krankheit an. and that is cancer. Das ist Krebs. And then we have other things we need to finish up because this is our last day. Und dann müssen wir noch einige andere Dinge zu smiling? Ende bringen, What are denn you smiling for? heute ist unser letzter Tag. Oh, thank you. You all right? You I'm want me to fine. share it? Want me to share my water I with have you? my water. Okay, good. I died earlier. Okay. So let's look at the answer to cancer. Die Antwort auf Krebs. And like I said, we have also wrote a book, and we have done some revision on our cancer program. Wir haben darüber auch ein Büchlein geschrieben und das auch neu überarbeitet, unser Krebsprogramm. So let's find out what is cancer Was ist Krebs eigentlich? and can it be reversed Und ist es heilbar? by God's grace? Durch Gottes Gnade. Okay. Few more statistics. Ein paar Zahlen. Since 1930 up to 2000, cancer death has risen quite high. Sind die Todesfälle durch Krebs zwischen 1930 und 2000. Das ist ständig gestiegen. In America, cancer is now #1 as opposed to heart disease. In Amerika ist Krebs jetzt Todesursache Nummer 1, nicht mehr Herz-Kreislauf-Krankheit. It's always been #1 in Singapore. In Singapur Heart disease is #2. war das schon immer die Todesursache Nummer 1. And we talked about every 30 seconds, death from heart disease and cancer is Und wir haben affecting the world. Wir haben schon gesagt, weltweit alle 30 Sekunden ein Todesfall wegen Herzkrankheiten oder Krebs. 1 out of every 2 men will get it, according to statistics. Die Statistik sagt, jeder zweite Mann wird es bekommen 1 out of every 3 women will get it. und jede dritte Frau. It says that 1 in 4 people has cancer. Man sagt, jeder vierte hat Krebs. In 1945, 1945 only 1 out of 15 people were getting cancer. That's Was? in 1945. Da war es nur jeder 15., der Krebs bekam. This is- 1945. This is 2005. Jetzt haben wir Was 2005. that about 60 years? Und das sind 60 Jahre Unterschied. Now 1 out of 4 is getting cancer. Und jetzt bekommt schon jeder vierte Krebs. So why in 1945 less people were getting cancer as opposed to now more people getting cancer? Woher kommt dieser Unterschied zwischen heute und 1945? It would appear that less people should be getting cancer now based on our technology, our medical sophistication. Wenn wir uns den technischen Fortschritt anschauen und wie die Medizin sich entwickelt hat, dann müssten wir doch das Gegenteil erwarten, dass immer weniger Leute Krebs bekommen. But we're not winning the war on cancer. Aber der Krieg gegen Krebs, der geht verloren. Cancer is so devastating in America. Der Krebs wirkt sich so tödlich aus in Amerika. I think in the mid-1970s, Ich glaube, es war Mitte der 70er. the president at that time by the name of Richard Nixon, Damals war Richard Nixon Präsident. he declared war on cancer Er hat damals den Krieg gegen den Krebs ausgerufen. with a lot of, I guess, political promotion and propaganda. Und damals wurde ziemlich viel die politische Trommel gerührt und Werbung gemacht. The United States Congress passed a bill Der Kongress der Vereinigten Staaten hat ein Gesetz erlassen, that monies needed to fight this war on cancer would come from the taxpayers.
dass dieser Krieg gegen den Krebs mit Steuergeldern finanziert werden sollte. So millions of dollars every year coming from taxpayer is put into the National Cancer Research and National Cancer Institute. Das heißt, Millionen Steuergelder werden jedes Jahr in die nationale Forschung und die Einrichtungen gepumpt. And when he declared this war in the, I think it's probably maybe 1972, 73, I believe. Und als er damals 1902 oder 1973 diesen Krieg erklärte gegen den Krebs, And he said that with the money we get, we will have an answer to cancer within 5 years. und da hat er gesagt, mit dem Geld, das wir jetzt zur Verfügung haben, werden wir innerhalb von 5 Jahren die Frage des Krebses beantwortet But haben. it's 32 years later, Das sind jetzt schon 32 Jahre her. where it used to be number 2 killer. Damals war es Todesursache Nummer 2, Now it's number 1 killer. jetzt ist es die Nummer 1. Have they won the war on cancer? Haben Sie den Ja. Krieg gewonnen? It's getting worse Nein, es wird immer schlimmer, because we're not educating the populace in how cancer affects us. weil wir den Leuten nicht, We're not educating the people in regards to how to prevent this condition. weil wir den Leuten nicht beibringen, wie sie dem eigentlich vorbeugen können. Out of the 250 different types of cancer, that's about 250 different types, probably more. Es gibt rund 250 verschiedene Krebsarten, vielleicht sogar mehr. There are only 3 conventional treatments for cancer. Aber es gibt nur 3 konventionelle Behandlungsmethoden gegen I Krebs. put them in their order of less severity, or less destruction. Ich habe sie hier so eingeordnet, dass zuerst die relativ harmlosen Number kommen. 1, surgery, Zuerst die Operation. which is less deadly. Die ist nicht so tödlich. Number 2, radiation, Zweitens Bestrahlung, which is more deadly than surgery, die sich tödlicher auswirkt als eine Operation. but less deadly than chemotherapy. Aber immer noch nicht so schlimm wie die Chemotherapie. Chemotherapy is the 3rd treatment, Chemotherapie ist die 3. the Behandlungsmethode. most devastating one. Und sie hat wirklich eine vernichtende, zerstörerische Wirkung. Anybody know what was the primary source or substance that they got that they derived this chemotherapy from? Where it come from? Chemotherapy. Weiß irgendjemand, woher die Chemotherapie eigentlich entwickelt wurde? Aus Everybody welcher familiar with it? Hauptsubstanz, worauf sie beruht? Huh? Tetracycline? It's a chemical. No, tetracycline. No, tetracycline is like a steroid, but no. Das ist ein Steroid? Nein. It's, I know. you know? It's mustard. Mustard. Say it? Yes. Say it. Es ist Senfgas. Mustard gas. How you know? I was watching the videos of Lorraine Day. Oh, okay. Been educated. Good. What is mustard gas? You know? Was ist Senfgas? Das ist ein Giftgas, das im Ersten Weltkrieg eingesetzt And what did wurde. they use it for? You know what they used it for? Kill people. Amen. In the war. Wofür hat man das benutzt? Im Krieg. They used it in World War I, World War II. Im World War Ersten II, und rather. Zweiten Weltkrieg, um Menschen zu töten. That affects brain cells. Das wirkt auf die Gehirnzellen. That's what chemotherapy was based on, mustard gas. Und das ist die Grundlage der Chemotherapie, Now Senfgas. they have modified different version of chemotherapy now. Es gibt jetzt natürlich verschiedene Varianten der Chemotherapie. Because you know, when people take chemotherapy, they lose their hair, they get nausea. It's devastating. Denn ihr wisst ja, die Chemotherapie, die wirkt sehr stark. Die Leute kriegen Haarausfall, Übelkeit. Devastating. They lose their hair, become nausea. Ja, Okay. I said that. Okay, very good. Cancer. Let's look at this word cancer. Woher kommt das Wort Krebs? If you did not know that this word was associated with a disease, what would come to your mind? The word. Wenn ihr nicht wüsstet, dass das Wort eine Krankheit bezeichnet, woran würdet ihr denken? Mom. Ja.